Also das ist einer der besten Foodspots hier am Düsseldorfer Karlsplatz. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big M TV und einem neuen Video. Und heute haben wir wunderbares Wetter in Düsseldorf. Und das ist der Grund, warum ich mir heute mal was gönne und euch gleichzeitig mitnehme. Wir sind am Düsseldorfer Karlsplatz, der größte Food-Hotspot, den wir in Düsseldorf haben. Streetfood-Charakter, deutsche Spezialitäten und viel, viel mehr. Und vor allem gute Stimmung mit einem geilen Wetter. Was gibt's Besseres? Ich werde ein bisschen was probieren. Wir werden uns ein bisschen was anschauen, was es so gibt. Ich nehme euch mit. Und dadurch, dass ich schon länger selber nicht hier war und vor allem noch nicht mal alles hier getestet habe, freue ich mich selbst darauf. Ich würde sagen, wir schauen uns an, was der Düsseldorfer Karlsplatz heute so zu bieten hat. So Leute, erster Stand, der mir aufgefallen ist, und zwar sind wir bei Schier. Schaut euch mal an, ne? Die Eindrücke hier, was es hier an Obst und Gemüse ist. Und wir haben jetzt den lieben Tobias hier. Und Tobias erklärt uns vielleicht mal so ein bisschen, was das Besondere hier ist, denn das ist kein klassischer Supermarkt hier, was man so findet, ne? Das stimmt. Wir als Markt sind auf der einen Seite Open Air. Wir haben aber auch trotz allem ein Dach da. Wir haben beides. Wir haben ein Dach, das ist aber in Teilen offen. Wir führen Exoten. Frische Salate in vielen Variationen. Wir haben so ein bisschen französisches Programm. Du kannst bei uns saisonal Käse kaufen, Mozzarella, Essig, Olivenöl bestellen, Pestos her, Marmeladen, Chutneys, Ingwerkonzentrate. Das stellen wir selber her. Das ist schon besonders. Mega. Dann würde ich sagen, ist das unser erster Stand, wo wir was mitnehmen. Probieren wir was. Ich würde sagen, du suchst uns ein bisschen was raus, Tobias, und dann verkosten wir das Ganze mal. Ne? Sehr gerne. Wir haben jetzt unser erstes Schälchen bekommen. Ne? Tobias hat uns so ein bisschen was fertig gemacht. Ne? Haben jetzt hier Trauben, eine Pflaume, einen kleinen Apfel, eine Babybanane. Also ich sag mal so, er hat uns auch gesagt, die Erdbeeren, ne? Die sind dementsprechend noch nicht 100% auf dem Geschmack, weil wir uns gerade so in der Zeit befinden, die so dazwischen ist. Aber er hat natürlich gesagt, die sind natürlich trotzdem schon gut, kosten natürlich nur etwas mehr. Ne? Ich würde sagen, probieren einfach mal so die Frische und nehmen uns mal hier so eine schöne Traube. Boah, ich liebe ja allgemein Obst, ne? Wahnsinn, vom Geschmack einfach her. Probieren mal, ob die Erdbeere schon mithalten kann. Boah, man hat das schon so dort gerochen. Ich sag mal, dieser schöne Erdbeergeruch, ne? Die Zeit, die ja jetzt in Zukunft anfängt, oh, mega, ne? Also da freue ich mich, glaube ich, werde ich definitiv gleich nochmal das eine oder andere essen. Haben sogar, wie gesagt, eine Mini-Banane hier und frische Cherry-Tomaten. Oh, geil. I like it. Dafür liebe ich so Marktplätze, weil für jeden was vorhanden ist. Ich würde sagen, snacken ein bisschen noch hier von der Obstvariante und dann schauen wir mal, was der Karlsplatz noch zu bieten hat. Wir haben gerade mal, wie gesagt, so noch nicht mal, ich würde sagen, ein Achtel, ein Zehntel durch und sind schon beim ersten Stand jetzt durch gewesen. Also ich würde sagen, schauen wir mal, was der Karlsplatz noch so hat. Wird definitiv noch ein bisschen mehr kommen. Nächster Stand, diesmal haben wir uns was Herzhaftes geholt und zwar international eine belgische Spezialität und zwar nennt sich das sogenannte belgische Quiches. Das ist jetzt hier mit Lauch und Zwiebeln. Die Basis davon ist tatsächlich der Hefeteig. Das Ganze ist jetzt hier wie so eine Art Streetfood-Charakter, wird warm gemacht, ne? Und man sieht auch hier richtig schön, ne? Hier so ein bisschen schön noch dazu den Frischkäse. Ich würde sagen, probieren das Ganze mal. Boah. Schmeckt man richtig, ich sag mal jetzt Lauch mit dazu. Zwiebeln sehe ich tatsächlich oben drüber. Und es schmeckt wirklich wie so eine Art, ich sag mal, Törtchen, herzhaft. Ne? So kann man sich das wirklich vorstellen. Kleines Törtchen mit ein bisschen Frischkäse, ne, dazu Lauch. Schmeckt wirklich, ich sag mal, wie so eine Art Streetfood-Charakter. Also man schmeckt, dass es jetzt nicht wirklich so, ich sag mal, typische deutsche Kost ist, sondern wirklich, ich sag mal, jetzt woanders herkommt. Also belgische Spezialität, belgische Quiches. Könnt ihr gerne mal schreiben. Gibt es nämlich mehrere Varianten, ob ihr jetzt für Lauch und Schinken wärt oder Gemüse. Gibt es tatsächlich teilweise auch mit Lachs noch. Also, nächste Spezialität, ich würde sagen, wir schauen, was der Karlsplatz noch so zu bieten hat. Und würde ich sagen, let's go. So Leute, jetzt sind wir mal beim Bäcker hier. Auch den gibt es tatsächlich. Bäckerei Schüre nennt sich das Ganze. Und schaut mal hier, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ne? Klar gibt es ja auch regionale Produkte wie Brot und sowas alles. Aber tatsächlich auch eine sogenannte Spinat-Gorgonzola-Torte. Ne? Das Ganze ist mit Pistazien bzw. mit Pinienkern, Kirschtomaten. Aber auch eine Lauchtorte mit geräucherten Kassler oder eine Lachs-Tatar. Tatsächlich gibt es hier auch noch Pizza in verschiedenen Varianten. Wir schauen mal, ob wir, ich sag mal jetzt schön was Schönes, Regionales und vielleicht auch mal was Außergewöhnliches
nichts bekommen. Probieren das Ganze mal, suchen uns einen kleinen Platz und dann würde ich sagen, haben wir direkt das nächste, was wir nochmal testen werden. Langsam wird es passend, wie es auf unserem Kanal immer so ist, und zwar wird es big. Wir haben jetzt hier 3 verschiedene Sachen. Zum einen hatten wir ja vorhin schon die Gorgonzola Tar, nennt sich das Ganze, ist mit Hefeteig, ne? Wie gesagt, der Blattspinat, die Kirschtomaten und die Pinienkerne. Und dann wurde uns, ich sag mal, von der Bäckerei Schön geraten, dass man auch wirklich, ich sag mal, schöne, herzhafte Pizzen hat, die wirklich, ich sag mal, eine Art Streetfood-Charakter hat. Und das ist hier die sogenannte Pizzalotte. Ich habe es mir tatsächlich mal abfotografiert, ist mit karamellisierten Zwiebeln, Spinat, schwarzen Oliven, Pinienkern, Rucola. Gibt es aber tatsächlich auch, ich sag mal, von den Namen her in verschiedenen Varianten. Maria, Sophie, zum Beispiel, was mir auch zum Beispiel noch auffällt, ist hier so mit Zucchini zum Beispiel, ne? Oder auch mit grünen Oliven, Jalapenos, luftgetrocknete Salami. Also ich sag mal so Feinkost-Spezialitäten, wo wir auch direkt zum nächsten kommen, und zwar Feinkost Vladi. Und man hat quasi einen Feinkostladen, ne? Mit schönen Dips und was man so alles aus den typischen Feinkost kennt, wie jetzt auch hier Thunfische und sowas alles. Und dann hat man halt gefragt früher, ey, kann man das Ganze nicht als Brot mitbekommen, ne? Sodass man was zum Dippen hat, ein schönes Brot dabei, und dann hat man sich überlegt, das jetzt gibt es seit 10 Jahren, dass man sogenannte Fladenbrote, wie so eine Art Dönerbrot, ne? Quasi schön auf den Grill haut, warm macht, und so gibt es das Ganze als Feinkost-Vladi-Brot mittlerweile dazu. Haben wir uns jetzt hier eine Thunfisch-Variante gekommen, und ich würde sagen, testen das Ganze jetzt einmal zusammen. Nehmen uns jetzt hier zuallererst mal, ist nämlich schon geschnitten was von unserer Pizzalotte, die ist nämlich schön frisch und warm gemacht worden, ne? Schaut mal hier, schön der Käse dazu, Rucola. Probieren wir mal zusammen. Boah, schmeckt bombastisch, ne? Richtig schön. Spinat, das gibt ja sowieso, ich sag mal, immer so eine schöne Frische dazu, ne? Aber auch der Käse und vom Teig her. Und die karamellisierten Zwiebeln kennt man ja sonst aktuell immer nur so, ich sag mal so vom Smashburger. Habe ich, glaube ich, auf der Pizza noch nie gegessen. Schmeckt bombastisch. Also kein Wunder, warum man gesagt hat, die muss man auf jeden Fall hier probieren. Also, schon mal Variante 1. Ich würde sagen, wenn wir schon bei Bäckerei Schön sind, wechseln wir das Ganze und kommen mal hier zum Gorgonzola Tar. Auch hier, wie vorhin, ne, sage ich mal jetzt bei unserer belgischen Spezialität, das Ganze mit Hefeteig, Frischkäse dazu. Wie gesagt, der Spinat sticht natürlich hier raus und oben auch die Pinienkerne. Probieren wir von vorne was. Boah, schmeckt auch sehr lecker. Ich muss sagen, dadurch, dass die Pizza jetzt richtig schön warm ist, hat die natürlich so einen richtigen frischen Charakter, weil sie auch gerade frisch gemacht ist. Das hier ist natürlich jetzt morgens frisch gemacht. Merkt man aber natürlich den Unterschied zwischen einer richtig schönen frischen Pizza mit dem frischen Spinat, der oben drüber kam, Rucola, die karamellisierte, die Zwiebel, also die Pizza. Shock yourself, für mich bisher das Beste, was wir hier gegessen haben. Aber ich glaube, das Vladi, das kann auch noch einiges. Und auch hier gibt es insgesamt 9 verschiedene Vladis, von vegan, Dattel, Chili, Tuna, Trüffel, also wirklich Feinkost at its best. Haben wir jetzt das Ganze hier in Tuna auf Empfehlung bekommen. Thunfischcreme, Schafskäsecreme, Olivensalat, und dann gibt es 2 verschiedene Brote. Einmal das Maisbrot und ein, ich sag mal, ein dunkles Roggenbrot noch mit dazu. Probieren oder haben auf Empfehlung jetzt das Maisbrot dazu kommen, und was man schon hört, ne? Hört mal, richtig schönes Fladenbrot. Es ist so kross, wie es sich schon anhört. Und ich glaube, es schmeckt auch so bombastisch. Oh Leute, das ist der Shit. Also das war auch jetzt der Land, sage ich euch ganz ehrlich, wo wir mit am längsten warten mussten. Etwas eine halbe Stunde von Bestellen bis Wartezeit zur Mittagszeit hier in Düsseldorf. Und ich weiß warum. Also Halleluja, ich habe selten so ein schönes Fladenbrot gegessen, was, ich sag mal, dann auch mit diesen Feinkostspezialitäten dazu kommen. Also auch mit dem Thunfisch, ne? Wurde auf Empfehlung gesagt, soll sehr gut sein, schmeckt dementsprechend auch, ist frisch, ist kross. Also top Mittagszeit. Ich verstehe, warum die Leute hier hinkommen. Damit würde ich sagen, dass wir noch das eine oder andere weiter, das eine oder andere jetzt noch teilen. Wir haben ein bisschen Hunger, und danach würde ich sagen, schauen wir mal, wie es hier am Karlsplatz noch so weitergeht. Wir haben uns jetzt mal dazu entschieden, ich sag mal, ein bisschen zu chillen. Und Leute, jetzt mal kein Scheiß, ich kann sogar die Jacke ausziehen. Ne? Wir haben es 20 Grad und mehr in der Sonne. Es ist brutal. Also was für ein geiles Feeling. Ne? Haben uns jetzt hier bei, ich sag mal, Kaffee Labs, ne, Kopenhagen Kaffee Labs hingesetzt. Ich habe mir tatsächlich jetzt hier einen koffeinfreien Kaffee geholt. Kann man auch über die Preise nichts sagen. Ne? Also mein koffeinfreier 3,20, der quasi 2,50 und dazu ein kleines Törtchen. Kann man nicht meckern, ne? Auch jetzt 3 Euro. Also wir lassen uns weiter gut gehen. Und ich sag mal, auch für die Düsseldorfer Verhältnisse
Soße, wo man sagt, da kostet eigentlich mal alles doppelt so viel. Ist gar nicht so. Also ist tatsächlich überschaulich. Macht Spaß. Wir machen weiter. So Leute, wir haben jetzt tatsächlich eine Stunde schön in der Sonne gesessen, einen Kaffee getrunken und es fühlt sich so geil an. Sind jetzt weitergegangen zum nächsten Gang. Wie gesagt, wir gehen einmal alles durch und sind beim Social Media Hype Pur Pastry. Seit 30 Jahren gibt es das Ganze hier. Man hat angefangen mit Rösterei, Barista, aber mittlerweile ist es hier bekannt durch die Croissants. Wir haben jetzt hier den sogenannten Croissant Cube in der Erdbeervariante und ich war mal so fein, weil ich will euch gerne das Innenleben zeigen. Das ist nämlich Mascarpone mit Erdbeercreme und man hat mir gesagt, es soll von innen drin eine richtig schöne Creme sein und ich würde sagen, wir reißen das Ganze zusammen mal auf und genau so sieht es aus. Ne? Von innen drin so eine richtig, richtig schöne Erdbeercreme. Wie gesagt, Croissant-Teig. Ich würde sagen, probieren das Ganze mal zusammen. Direkt in die Mitte rein mit dem Croissant. Boah, das schmeckt bombastisch, ne? Boah. Also, falls ihr es sehen könnt, richtig schöne frische Erdbeermarmelade, würde ich tatsächlich sagen. Hier oben so ein bisschen Mascarpone und dann das Croissant-Teig. Es schmeckt unnormal frisch. Also wirklich richtig toll. Preislich darf man auch nicht vergessen, kostet jetzt knapp 5 Euro. Ne? Darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn man ein verhältnismäßig zum Croissant nimmt. Aber das ist ein Highlight. Social Media viraler Hip. Ich weiß wieso. Schmeckt richtig gut. Einer, glaube ich, der besten Foodspots hier. Pur Pasti. Checkt's gerne in der Videobeschreibung ab. Lass ich mir noch ein bisschen gut geben. Und dann schauen wir mal, wie es beim Karlsplatz so weitergeht. Nachdem wir gerade was Süßes hatten, wird es mal wieder Zeit für was Herzhaftes. Und Leute, jetzt kommt für alle Fleischliebhaber was. Wir sind bei Steak Schmiede Con Carne und hier gibt es die sogenannten Steak Sandwiches. Ne? Schönes Angus Steak Rind. Ich zeige es euch mal hier. So sieht das Ganze aus. Ne? In verschiedenen Varianten gibt es das tatsächlich. 6 Stück gibt es insgesamt, von Classic bis hin zu mit Bergkäse, Rucola und zu dem, den wir jetzt haben. Und das ist quasi der Rucola Flap Parmesan als Steak Sandwich, Black Angus Beef, Kräuterbutter, Aprikosen, Senfsoße, Tomatenpesto, Rucola, Parmesan. Aber ich habe gehört, hier gibt es das auch das Ganze als Philly Cheese Variante mit einer geilen Käsesoße. Aber man hat gesagt, zu den Sommertemperaturen passt das jetzt ganz gut. Und ich würde sagen, für alle Fleischliebhaber ist es, glaube ich, jetzt hier, ich sag mal, das Highlight. Und das Ganze probieren wir jetzt zusammen. Boah, Halleluja, Leute, ist das Fleisch geil. Euch mal an, diese Steakstücke, wie schön die gebraten sind, schön mit Pfeffer, mit Salz noch. Also das ist ein Traum. Also Halleluja, das ist ein absoluter Traum. Ich könnte mich aktuell gar nicht mehr entscheiden zwischen dem Vladi vorhin auch oder hier, was für mich jetzt, ich sag mal, das Bessere ist. Aber ich sag mal, glaube ich, für alle, die wirklich auf richtig Fleisch stehen, ein geiles Sandwich, weil das Brot ist auch echt top. Ich glaube, ist das hier Anlaufstation Nummer 1. Seit 10 Jahren gibt es das Ganze hier. Und man hat tatsächlich auch mittlerweile einen Laden, wo man Frischfleisch verkauft. Hier gibt es aber nur, ich sag mal, das fertige Angebot, wo man das nimmt. Also das ist einer der besten Foodspots hier am Düsseldorfer Karlsplatz. Wenn man jetzt auch, ich sag mal, ganz runterkommt, schmecke ich jetzt auch, ich sag mal, wirklich diese Aprikosen-Senfsoße. Hat natürlich so eine süßliche Note, ne? Aber ich glaube auch, diese, ich sag mal, Käsevariante als Philly Cheese Steak Sandwich sozusagen, ich glaube, die kann auch richtig was. Aber das Ding werde ich mir jetzt definitiv noch mal richtig gönnen. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch einen kleinen Abschluss hier finden. Was soll ich euch sagen? Ein kleiner Abschluss darf am Ende nicht fehlen. Wir sind soweit am Karlsplatz durch. Es war ein unfassbarer Tag. Wir waren jetzt, ich sag mal, knappe 3-4 Stunden hier mit ein bisschen, ich sag mal, Sitzen, Kaffee, ne, und tolles Essen. Und ich sag euch jetzt schon, das war bei weitem noch nicht alles von den Foodspots her, aber mit zu die besten. Und wir kommen zum Abschluss. Ich glaube, das passt ganz gut jetzt auch zum Wetter, zum Saftladen. Hier gibt es verschiedene Säfte, die man wählen kann. Wir haben jetzt hier auf Empfehlung einen schönen Spinat, dazu Minze, Mango und frischen Apfel bekommen. Und ich glaube, das ist so, ich sag mal, zum Wetter auch passend, ein richtig geiler Abschluss heute. Oh. Spinat haben wir, glaube ich, heute richtig genug gehabt. Minze frisch mit dazu und ihr wisst, Obst geht sowieso immer bei mir. So haben wir ja tatsächlich auch angefangen, ne, mit einer kleinen Obstschale. So endet es auch heute mit ein bisschen, ich sag mal, Obst und dazu ein bisschen Gemüse, Spinat und Minze. Ich lasse es mir gut gehen, dann geht's nach Hause, das Wetter noch ein bisschen genießen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen.
Kommentiert mal gerne, welche Spots euch, ich sag mal, am besten gefallen hat, was für euch wäre und ich sag mal, welche Food-Spots wir in Deutschland noch so abchecken sollen. Denn die Street Food Festival fangen ja jetzt so richtig an, das Wetter ist passend dazu, aber es gibt ja auch genug Märkte wie Fischmärkte, die wir gerne mal abchecken können, besuchen können. Schreibt es gerne in die Kommentare, wo wir vorbeischauen sollen, sei es Düsseldorf, Köln oder deutschlandweit. Ich würde sagen, den Smoothie lasse ich mir noch gut gehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier oder auf unserem Hauptkanal. Macht's gut, liebe Grüße vom Düsseldorfer Karlsplatz. Ciao, ciao.